Hi, ich möchte dir mal erzählen, was ich erlebt habe, als ich noch bei meinen Eltern wohnte. Zu dieser Zeit hatte ich sehr viel mit Kopfschmerzen, Migräne zu kämpfen. Und eines Tages war ich auf der Arbeit und ich hatte solche Kopfschmerzen. Mein ganzer Kopf fängt an zu dröhnen und die unter Migräne leiden, die wissen, was ich meine. Und das waren solche heftige Schmerzen, ich konnte einfach nicht. Es wurde immer von Stunde zu Stunde schlimmer. Und so kam ich nach Hause und was dann passierte, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich komme ins Haus hinein, ging so durch die Flur in die Küche hinein und sehe, mein Vater sitzt da am Tisch und liest die Bibel. Ich musste nicht reden, denn er hat sofort verstanden, was mit mir los ist. Er hat mich angeschaut und er wusste sofort, dass mich wieder diese Kopfschmerzen plagen. Und so habe ich mich am Tisch gesetzt, mit dem Kopf auf den Tisch und ich war einfach fertig. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, warum das Ganze. Dann kommt meine Mutter an und hat dann so eine Kiste Medikamenten gebracht und irgendwie war doch nichts da für mich. Und dann sagte mein Vater Folgendes: Wir werden jetzt beten und dann wird es dir besser gehen. Und Freunde, ich sage euch, ich habe es nicht geglaubt. Ich sage es ganz ehrlich. Ich meine, ich wusste ja, dass Jesus vor 2000 Jahren Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat. Aber heute, jetzt und bei mir, ich habe es nicht geglaubt. In meinen Gedanken war einfach nur, ich möchte gar nicht beten. Ich möchte mich einfach hinlegen und einfach hoffen, dass ich irgendwann einschlafe und die Kopfschmerzen vielleicht dann nach Stunden vielleicht nachlassen. Aber so sind wir ins Gebet gegangen. Meine Eltern haben für mich gebetet und ich habe kein Wort verloren im Gebet. Ich habe nichts gesprochen. Ich habe nicht gebetet. Ich konnte gar nicht beten. Mein Kopf einfach auf den Boden und ich war total fertig einfach. Ich konnte nicht mehr. Meine Eltern beteten und in dem Moment spricht Gott zu mir und sagt einfach, versuch es doch mal, probier es doch mal. Es ging Sekunden schnell, habe mich überreden lassen und einen einfachen Satz: Bitte nimm meine Kopfschmerzen von mir. Und es ist nicht mal eine Sekunde vergangen. In dem Moment, als ich diesen Satz ausgesprochen habe, sofort, plötzlich verschwinden die Kopfschmerzen. So, ich meine, das kann man sich kaum vorstellen. Der unter Kopfschmerzen leidet, der wünscht sich es zutiefst einfach, bam, weg ist es. Erstmal im Gebet, da war ich so verwirrt. Erstmal dachte ich, hey, ist das jetzt Einbildung? Ist das jetzt wirklich echt? Meine Kopfschmerzen sind wirklich weg? Wo sind die hin? Wie kann das passieren? Ich habe doch nur einen Satz ausgesprochen. Das ist weg. Meine Gedanken, die drehten sich und ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden. Aber in dem Moment, wo ich wirklich anfing, es zu begreifen, was überhaupt passiert ist, dass meine Kopfschmerzen tatsächlich weg sind, fing ich an, Gott zu loben, Jesus zu danken, was er für mich getan hat. Das war so ein wunderbares Gebet, so ein wunderbares Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Da fällt mir ein, Psalm 50,15. Rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Und das ist genau das, was ich sagen möchte, was ich dir persönlich sagen möchte, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du in Problemen bist und du weißt auch nicht warum, dass Gott zugelassen hat. Dir geht es überhaupt nicht gut. Ich möchte dich ermutigen, komm zu Jesus, sprich zu ihm, er ist da und er ist bereit, dich zu hören, er ist bereit, dir zu helfen. Wenn du Unterstützung brauchst, du kannst mich gerne anschreiben. Meine Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung und ich möchte dir, soweit ich kann, wirklich helfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen.